Wir haben Sommer und im Sommer ist grüne Bohnenzeit. Die sind jetzt reif. Meine Mama war so lieb, hat geerntet und mir welche gegeben. Und das ist ein Teil der Ernte. Das sind hier 1,2 Kilo und daraus machen wir einen grüne Bohneneintopf. Und wie wir den machen, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, zu Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Grüne Bohnen nach dem Rezept meiner Mama. Ist ganz einfach, ist puristisch, ist simpel. Wir kochen uns Rindfleisch auf, dafür habe ich eine Beinscheibe. Das ist auch sehr günstig. Das muss lange gekocht werden, gibt aber viel Geschmack dafür. Dann 1,2 Kilo grüne Bohnen. Ein Kilo würde auch reichen. Grüne Bohnen schmecken nicht nach grüne Bohnen ohne Bohnenkraut. Auch den hat meine Mama frisch geerntet. Selbstverständlich geht auch trockenes Bohnenkraut. Ein paar Kartoffeln kommen dann noch rein. Und das wird garantiert ganz, ganz lecker werden. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Wir fangen an mit dem Fleisch. Das setzen wir auf in kaltes Wasser, denn nur im kalten Wasser gibt es dann wirklich die ganzen Geschmacksstoffe ab. Und dann, wenn das Fleisch in dem Wasser drin liegt, erhitzen wir es. Und zwar habe ich das schon vorbereitet. Da sind 2 Liter Wasser drin. Wir machen dann noch so ein Glas Rinderbrühe rein, einfach noch, um das so ein bisschen zu unterstützen. Und setzen das auf. Das Fleisch darf dann Stunde, 1,5 Stunden kochen, damit es richtig den Geschmack abgibt. Und in der Zwischenzeit werden wir dann mit den Bohnen weitermachen. Ein bisschen Salz, eine gute Prise. Und dann einfach die Beinscheibe. Und hier, mein Suppenfleisch noch dazulegen. In der Zwischenzeit bereiten wir uns die Bohnen vor. Das sind echt, ich weiß nicht, sind die immer so groß? Auf jeden Fall müssen die geputzt werden und ein bisschen gewaschen. Dazu schneiden wir hier hinten das Ende ab. Das Ende auch. Meistens ist an dieser Naht so ein Faden, den müsste man dann auch entfernen. Haben die Bohnen hier nicht. Dann erübrigt sich das. Und dann schneiden wir die einfach so in so lange Stücken, so dass die halbwegs gut essbar sind. Die werden natürlich sowieso beim Kochen dann nochmal ein bisschen kleiner. Und das bereiten wir uns vor und dann spülen wir die nochmal ab und dann sind die erstmal fertig. Das Wasser fängt jetzt an zu kochen. Der Schaum, der hier entsteht, den schöpfen wir ab. Und geben dann unsere Rinderbrühe dazu. Die hat da oben immer so ein bisschen so einen Fettanteil drin. Den habe ich schon entnommen und entsorgt. Den will ich nicht haben. Wer den benutzen möchte, der gibt natürlich auch Geschmack. Der soll den gerne benutzen. Und dann gebe ich einfach die Rinderbrühe noch dazu. Was neben Bohnen und dem Rindfleisch noch da reinkommt, sind Kartoffeln. Und zwar so 5 Stück in der Größe. Die würfeln wir in so etwa 1 cm große Würfel. Lassen die dann mit den Bohnen mitkochen. Und die geben, das sind vorwiegend festkochende. Man kann auch mehlig kochende nehmen. Die Stärke, die tritt so ein bisschen aus den Kartoffeln und lassen diese ganze Suppe dann so ein bisschen sämiger werden. Außerdem hat man die Kartoffel noch so für einen Biss einfach, dass man nicht nur die grünen Bohnen hat, sondern Kartoffel als Eintopf. Das passt ganz gut.
Diese verholzten Stiele wollen wir hier nicht haben. Also zupfen wir uns die Blätter hier runter. Und so gegen die Wuchsrichtung macht sich das relativ gut. Mit der Wuchsrichtung deutlich schwieriger. Das Fleisch hat jetzt etwa 1,5 Stunden gekocht. Die Brühe schmeckt schon schön kräftig. Jetzt ist der Zeitpunkt gegeben, dass wir das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. Dabei werde ich hier das Fett, das hier außen dran ist, auch entfernen. Das nehme ich jetzt raus. Wollte ich aber mit zum Kochen mitnehmen oder mit benutzen, weil es einfach auch Geschmack bringt, aber zum Essen sparen wir uns das. Ja, und das ist hier das Suppenfleisch. Das schneide ich einfach so ein bisschen in Würfel. Und die Beinscheibe ebenfalls. Und auch die Beinscheibe schneide ich jetzt ab. Den Knochen werde ich mir noch auswiegen, damit ich ausrechnen kann, wie viel verzehrbaren Anteil ich habe. Aber zum Mitkochen war der sehr, sehr wichtig. So, und auch hier werde ich so ein bisschen das Fett abnehmen. So etwa nach einer halben Stunde habe ich noch 6 Pimentkörner reingegeben ins kochende Wasser. Die bringen nochmal so ein bisschen mehr Tiefe und mehr Geschmack. Jetzt werde ich das klein geschnittene Fleisch wieder zurückgeben in den Topf. Und jetzt sieht man natürlich nicht, aber ich bin Rechtshänder. Die Kamera, die kann das irgendwie nicht. So, und die Kartoffeln und die Bohnen ebenfalls. Ich muss das so machen. So. Jetzt ist der Topf natürlich wunderbar voll. So. Und das muss ich jetzt irgendwie noch umgerührt bekommen. Und dann darf das jetzt alles nochmal so etwa 25 Minuten kochen. Nach etwa 15 Minuten geben wir 2 Teelöffel Majoran dazu. Sowie etwa 1 Esslöffel Bohnenkraut. Und jetzt kann das alles nochmal so 10 Minuten weiter kochen. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ich noch 2 kleine Marlor Gartenlorbeerblätter dazugegeben habe. Die haben die ganze Zeit mitgekocht. Sorry, vergessen. So, ich darf wieder kosten. Was soll ich sagen? Wieder lecker wie meine Mama. Lieben Dank für die Bohnen, Mama. So, aus dem Topf kriege ich ungefähr 6 Portionen. Eine Portion hat dann etwa 6 Dings da. Nicht etwa, eine Portion hat dann 6 Dings da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich tierisch freuen über einen Daumen hoch und über jedes neue Abo. Und solltet ihr abonnieren, drückt gleich die Glocke, dann werdet ihr erinnert beim nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.